Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über die Erstellung einer Aufzugssteuerung für Travel Networks. FlexSim bietet von Haus aus einen vordefinierten AGV Elevator Process Flow, der es, ohne großen Aufwand von Seiten des Nutzers, erlaubt, Aufzüge in ein Netzwerk aus AGV-Pfaden einzubinden. Dabei übernimmt der Process Flow sowohl die Aufgabe festzustellen, ob ein Aufzug für das Erreichen des Zielpunktes nötig ist, als auch die Zuteilung und Steuerung der angeschlossenen Aufzüge. Für manche Modelle, welche die komplexeren Funktionen der AGV-Pfade nicht nutzen, steht der Aufwand, diese zu verwenden, aber möglicherweise in keinem Verhältnis zum Nutzen. In diesem Video wollen wir daher vorstellen, wie eine ähnliche Logik auch für Bewegungen über Network Nodes implementiert werden kann. Wie auch der AGV Elevator Flow ist der Process Flow in diesem Video so entworfen, dass er ohne großen Aufwand in bestehende Modelle integriert werden kann. Zunächst werden wir die nötigen Anpassungen im 3D-Modell vorstellen, bevor die Anbindung des Process Flows an dieses und dessen grundlegende Funktionsweise erläutert wird. Die nötigen Schritte im 3D-Modell sind relativ einfach. Auf jeder Ebene ist ein Network Node in der Nähe der Aufzüge platziert. Dabei ist es wichtig, dass jeder dieser Nodes mit jedem anderen Node verbunden ist, sodass ein Operator zum Beispiel von Ebene 1 direkt zu Ebene 3 gelangen kann, ohne den Node auf Ebene 2 nutzen zu müssen. Beim Process Flow handelt es sich um einen instanzierten Process Flow. Das heißt, für jedes verbundene Objekt existiert eine größtenteils von anderen Instanzen unabhängige Version des Flows. Über Current kann dann das jeweilige Instanzobjekt referenziert werden, was die Logik sehr einfach skalierbar macht. Statt zum Beispiel in der Source ein Event für jeden Network Node erstellen zu müssen, kann einfach auf Events des Instanzobjekts reagiert werden. Das verwendete Event in der Source ist OnArrival, also das Ankommen eines Task-Executors am Network Node. Die Parameter dieses Events erlauben Zugriff auf den ankommenden Task-Executor, den Rang des Pfades, von dem dieser kam, und den Rang des Pfades, auf dem er sich weiter bewegen wird. Für den Eingangspfad FromEdge ist eingestellt, dass dieser Parameter dem Wert 1 entsprechen soll. Die Source reagiert also nur, wenn der Task-Executor aus Richtung des ersten Pfades eintrifft, sich also auf die Aufzüge zubewegt. Entsprechend ist es wichtig, beim Verbinden der Network Nodes auf die richtige Reihenfolge zu achten. Die Referenzen auf den Task-Executor und den Rang des Folgepfades werden jeweils in Labels auf dem Token geschrieben. Außerdem weisen wir auch das Event-Objekt, den Network Node selbst, einem Label zu. Daraufhin wird der Network Node, zu dem sich der Task Executor als nächstes bewegen wird, ermittelt. Da der Rang der Verbindung aus der Source bekannt ist, kann dieser über die Pointer im Tree des Network Nodes, die auf die verbundenen Objekte verweisen, bestimmt werden. Ein Nullzeit-Delay gibt der internen Logik, die beim Ankommen an einem Network Node ausgeführt wird, Zeit abgeschlossen zu werden, bevor das Token die nächste Aktivität betritt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Z-Koordinate des Zielnodes sich von derer des aktuellen um mehr als 1 Meter unterscheidet, der Aufzug also benötigt wird. Ist dies nicht der Fall, wird das Token direkt in die Senke am Ende des Process Flows geleitet. Nun wird eine neue Task-Sequence erzeugt, die die aktuelle Aufgabe des Operators, das Bewegen zum Zielobjekt, zunächst unterbricht. Direkt im Anschluss versucht das Token, einen der Aufzüge, die als Ressource an den Process Flow angebunden sind, zu reservieren. Alle Instanzen des Process Flows greifen auf die gleiche Ressource zu, sodass ein Aufzug immer nur von einem Task Executor zur gleichen Zeit genutzt werden kann. Sobald das Token einen Aufzug akquiriert hat, laufen 2 Schritte parallel ab. Zum einen begibt sich der Aufzug zu der Ebene, auf der der Task Executor wartet. Dieser wiederum bewegt sich zu einer Warteposition vor dem Aufzug. Diese wird dadurch bestimmt, welche der beiden offenen Seiten des Aufzugs näher an der aktuellen Position des Task Executors liegt. Wenn beide Aktivitäten abgeschlossen sind, begibt sich der Task Executor mittig auf die Plattform des Aufzugs und wird dann in diesen hineinbewegt. Anschließend wird der Aufzug zur Zielebene, angegeben durch die Z-Koordinate des eingangs bestimmten Ziel-Network-Nodes. Dort angekommen, wird der Task Executor wieder aus dem Aufzug heraus ins Modell bewegt. Ähnlich wie zuvor wird nun eine Austrittsposition ermittelt, je nachdem, welche Seite des Aufzugs näher am nächsten Network Node liegt. Nachdem der Task Executor sich dorthin begeben hat,
wird der Aufzug wieder freigegeben und die Task Sequence beendet. Da der dem Task Executor zugewiesene Network Node bereits direkt bei der Ankunft am ersten Aufzugsnode automatisch auf den der Zielebene gesetzt wird, sind keine weiteren Anpassungen nötig, um die Bewegung auf der neuen Ebene in korrekter Weise fortzusetzen. Für weitergehende Details können Sie sich gerne das in der Beschreibung verlinkte Modell herunterladen und selbst darin stöbern oder uns bei Fragen auch gerne direkt kontaktieren.